Hallo und herzlich willkommen zurück zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Heute möchte ich dir 18 Wörter zeigen, die ganz, ganz wichtig für das Thema Beruf sind. Nach dem Intro geht's los. Also fangen wir mit dem ersten Wort zum Thema Berufe an. Unser erstes Wort lautet die Ausbildung. Die Ausbildung. Unser Beispielsatz ist: Ich mache eine Ausbildung zum Sekretär. Ausbildung, was bedeutet das? Eine Ausbildung ist eine spezielle Schulung, ein spezielles Training, bei der man alles lernt, was man für einen bestimmten Beruf wissen muss. Manchmal arbeitet man schon in einer Firma und lernt gleichzeitig, also zur selben Zeit, in einer Schule. Firma und Schule zur selben Zeit. Die Ausbildung dauert in Deutschland oft 2 bis 3 Jahre. Kommen wir zu unserem zweiten Wort, der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz. Unser Beispielsatz lautet: Mein Arbeitsplatz ist im Büro. Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem man seine Arbeit verrichtet, seine Arbeit macht. Das kann ein Büro sein, es kann aber auch eine Fabrik sein oder ein Geschäft oder sogar das Homeoffice, wie in meinem Fall. Der Arbeitsplatz kann viel über die Arbeitsbedingungen aussagen, wie zum Beispiel, ob man viel sitzt oder steht. Wir sehen hier auf dem Bild, das ist ein klassisches Büro, vielleicht ist es sogar ein Homeoffice. Auf jeden Fall sehen wir einen Computer, der auf einem Schreibtisch steht, und vermutlich ist diese Person viel am Computer, arbeitet hauptsächlich am Computer. Vielleicht macht diese Person Büroarbeit, vielleicht arbeitet sie an Projekten. Heutzutage weiß man das nicht genau, aber das ist auf jeden Fall der Arbeitsplatz. Kommen wir zu unserem dritten Wort, die Bewerbung. Die Bewerbung. Beispielsatz: Ich schreibe eine Bewerbung für einen Job als Verkäufer. Eine Bewerbung ist ein Dokument, das man an eine Firma schickt, wenn man dort arbeiten möchte. Es enthält normalerweise einen Lebenslauf, wo deine wichtigsten Informationen stehen, zum Beispiel wann du geboren bist, wo du geboren bist und so weiter. Dann ein Bewerbungsschreiben und manchmal auch Zeugnisse, zum Beispiel ein Schulzeugnis oder ein Zertifikat von einem Kurs, den du abgeschlossen hast. Auch das kann in so ein Bewerbungsschreiben mit rein. In der Bewerbung stellt man sich vor und erklärt, warum man für den Job geeignet ist. In Deutschland heutzutage erfolgt die Bewerbung oft online. Früher war das häufig noch so, dass man eine Bewerbung per Post geschickt hat oder sogar persönlich abgegeben hat. Auch das geht heute in vielen Firmen noch, aber ich denke, in den meisten Fällen erfolgt die Bewerbung online. Kommen wir zu unserem nächsten Wort, das Vorstellungsgespräch. Ein langes Wort. Vorstellungsgespräch.
Sehr gut. Du hast es richtig ausgesprochen, glaube ich. Beispielsatz. Morgen habe ich ein Vorstellungsgespräch bei einer großen Firma. Ein Vorstellungsgespräch ist ein Treffen zwischen dem Bewerber und dem Arbeitgeber. In diesem Gespräch stellt der Arbeitgeber Fragen, um mehr über den Bewerber zu erfahren, herauszufinden. Und der Bewerber kann Fragen über den Job stellen. Das Ziel dieses Vorstellungsgesprächs ist es herauszufinden, ob der Job und der Bewerber gut zueinander passen. Vorstellungsgespräch. Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Wir nennen das nicht Interview. Ja, im Englischen Jobinterview. Im Deutschen sagen wir nicht Interview, wir sagen Vorstellungsgespräch. Unser nächstes Wort, ein ganz wichtiges. Der Chef oder die Chefin. Beispielsatz: Meine Chefin ist sehr strikt und kritisiert mich oft. Der Chef oder die Chefin ist die Person, die das Sagen hat, also die bestimmt, was gemacht wird und die Arbeit in einer Firma oder in einer Abteilung leitet. Das macht die Chefin oder der Chef. Der Chef gibt Anweisungen, verteilt Aufgaben und ist verantwortlich für das ganze Team. Ein guter Chef motiviert und unterstützt seine Mitarbeiter. Nicht wie hier in diesem Beispiel unbedingt. Hier wird der Mitarbeiter kritisiert von der Chefin, aber ein guter Chef, der motiviert eher. Ich weiß nicht, ob das hier so motivierend ist. Vielleicht kennst du diese Situation. Schreib das ruhig mal in die Kommentare, wie dein Chef oder deine Chefin ist. Unser nächstes Wort lautet der Kollege oder die Kollegin. Beispielsatz: Mein Kollege und ich arbeiten gut zusammen. Kollegen sind Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Natürlich. Sie können im gleichen Büro oder in der gleichen Abteilung sein. Eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen ist wichtig, weil man viel Zeit zusammen verbringt und oft zusammen Projekte macht. Also ein guter Kollege ist sehr, sehr wichtig. Es ist gut, wenn man mindestens einen guten Kollegen hat. Je mehr, desto besser natürlich. Unser nächstes Wort lautet Teilzeit. Die Teilzeit. Beispielsatz: Ich arbeite in Teilzeit, deshalb habe ich nachmittags frei. Teilzeit. Wenn man in Teilzeit arbeitet, arbeitet man weniger Stunden als jemand, der Vollzeit arbeitet. Also es gibt Teilzeit und Vollzeit. Teilzeit, das kann zum Beispiel 20 Stunden pro Woche statt 40 Stunden sein. Also 20 Stunden Teilzeit, das ist so normal, und Vollzeit, das ist ungefähr 40 Stunden in Deutschland. Teilzeitarbeit ist oft flexibel und kann gut mit anderen Verpflichtungen, wie zum Beispiel der Familie oder Studium, kombiniert werden. Viele Studenten haben deshalb neben dem Studium eine Teilzeitarbeit. Sie arbeiten Teilzeit, das heißt, sie arbeiten ein bisschen, 20 Stunden pro Woche, und den Rest der Zeit brauchen sie für das Studium. Unser nächstes Wort lautet
Überstunden. Die Überstunden. Beispielsatz: Diese Woche habe ich viele Überstunden gemacht und bin jetzt sehr müde. Ja, Überstunden sind die Stunden, die man über die normale Arbeitszeit hinaus arbeitet. Also das, was man noch mehr macht. Wenn man zum Beispiel 40 Stunden pro Woche arbeiten muss, dann das ist die normale Arbeitszeit und dann noch vielleicht 5 Stunden extra, das sind Überstunden. Oft bekommt man in Deutschland, nicht immer, bekommt man dafür extra Geld. Oder kann diese Stunden später freinehmen. Überstunden sind manchmal nötig, wenn es in der Firma viel zu tun gibt. Wenn es zum Beispiel gerade ein sehr wichtiges Projekt gibt, kann es sein, dass man ein paar Überstunden machen muss. Wenn dann weniger los ist, kriegt man dann diese Überstunden praktisch zurück und arbeitet an anderen Tagen weniger. Müsst ihr viele Überstunden machen? Schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare. Unser nächstes Wort lautet der Lohn. Der Lohn. Beispielsatz: Ärzte bekommen einen höheren Lohn als Krankenpfleger. Okay, Lohn. Der Lohn ist das Geld, das man für seine Arbeit pro Stunde bekommt. Das ist der Lohn. Es gibt verschiedene Lohnformen, wie zum Beispiel den Stundenlohn, haben wir gerade gesagt. Manchmal sagt man auch Monatslohn, aber Lohn wird normalerweise eher mit pro Stunde assoziiert. Der Stundenlohn, also das Geld, das du pro Stunde für deine Arbeit bekommst. Der Lohn ist natürlich wichtig, um alles zu bezahlen, die Miete, das Essen und andere Ausgaben. Der Lohn in Deutschland, wie hoch der ist, das erfährst du in einem anderen Video von mir. Ich verlinke dir mal dieses Video. Dort spreche ich darüber, wie viel die Menschen in Deutschland verdienen. Klick einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findest du den Link zu diesem Video. Unser nächstes Wort lautet die Kündigung. Die Kündigung. Beispielsatz: Ich habe meine Kündigung eingereicht, weil ich einen neuen Job gefunden habe. Eine Kündigung ist, wenn man seinen Job beendet oder der Arbeitgeber entscheidet, dass man nicht mehr für die Firma arbeitet. Es gibt in Deutschland eine Kündigungsfrist, die man einhalten muss, bevor man den Job verlässt. In Deutschland ist diese Kündigungsfrist sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt ist sie ungefähr 1 bis 3 Monate. Das heißt, wenn du heute kündigst, kann es sein, dass du trotzdem noch 1 bis 3 Monate für die Firma arbeiten musst. Und wie gesagt, interessant, du kannst kündigen, du kannst zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich kündige. Oder der Arbeitgeber sagt dir, wir kündigen Ihnen. Es geht also von beiden Seiten, die Kündigung. Unser nächstes Wort, die Beförderung. Die Beförderung. Beispielsatz: Nach 5 Jahren habe ich eine Beförderung zum Teamleiter bekommen. Okay, eine Beförderung. Eine Beförderung bedeutet, dass man eine höhere Position in der Firma bekommt. Man steigt auf. Mit einer Beförderung bekommen die Leute mehr Verantwortung und meistens auch einen höheren
Lohn, einen höheren Stundenlohn. Eine Beförderung ist oft auch eine Anerkennung, eine Ehre für gute Arbeit, die man geleistet hat. Zum Beispiel, wenn man einen großen Erfolg gefeiert hat, viel verkauft hat und dann der Chef oder die Chefin sagt, sehr gute Arbeit, Sie bekommen eine Beförderung, also Sie steigen auf der Karriereleiter auf. Unser nächstes Wort lautet die Rente. Die Rente. Beispielsatz: Mein Vater hört nächstes Jahr auf zu arbeiten und geht in Rente. Okay. Die Rente ist die Zeit im Leben, in der man aufhört zu arbeiten. Normalerweise in Deutschland, ich glaube momentan liegt das Rentenalter bei 67 Jahren. Früher lag es mal bei 65 Jahren, aber es wurde erhöht. Ich glaube, das Alter für die Rente ist jetzt 67 in Deutschland. In manchen Ländern ist es sogar später, in anderen Ländern gehen die Menschen früher in Rente. Wann geht man in deinem Land in Rente? Schreibe das doch gerne mal in die Kommentare. Also, wenn man in Rente geht, bekommt man oft Geld von der Regierung oder aus einer privaten Rentenkasse, damit man auch, wenn man nicht mehr arbeitet, seinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Miete, Lebensmittel und so weiter. Das nennen wir auch die Rente. Also die Rente ist die Zeit nach der Arbeit, wenn man aufhört zu arbeiten, oder auch die Rente, das Geld, das man bekommt. Unser nächstes Wort, der Vertrag. Der Vertrag. Beispielsatz: Ich habe einen neuen Vertrag für 1 Jahr unterschrieben. Vertrag, ein wichtiges Wort. Ein Vertrag ist ein schriftliches Dokument, das festlegt, was man im Job machen muss und wie viel man dafür bekommt. Das steht in dem Vertrag. Ein ganz wichtiges Dokument. Im Vertrag stehen auch andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel die Arbeitszeiten und der Urlaub. Ein Vertrag ist rechtlich bindend. Das heißt, man darf es nicht anders machen, als im Vertrag steht. Wenn nicht, kann man vor Gericht gehen. Ein Vertrag ist ein ganz wichtiges Dokument, dass du, wenn du zum Beispiel einen neuen Job bekommst, dann musst du einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Du setzt deine Unterschrift unter den Vertrag und damit ist er gültig. Du musst dann das machen, was in dem Vertrag steht, bis du kündigst zum Beispiel. Unser nächstes Wort, ein wunderschönes Wort, die Pause. In meiner Pause esse ich oft einen Snack und entspanne mich. Ja, die Pause ist natürlich auch eine schöne Zeit zwischen der Arbeit. Also eine Pause ist eine kurze Zeit normalerweise während der Arbeit, in der man sich ausruhen kann. Pausen sind natürlich sehr, sehr wichtig, um sich zu erholen und wieder Energie für die Arbeit zu haben. Es gibt oft bei der Arbeit eine Mittagspause, die ist ein bisschen länger, und eine kleinere Pause, zum Beispiel am Vormittag eine kleine Kaffeepause oder am Nachmittag nochmal vor den letzten Arbeitsstunden macht man vielleicht auch nochmal eine kleine Pause. Wie viele Pausen machst du? Schreib's mir in die Kommentare. Unser nächstes Wort lautet das Gehalt. Das Gehalt. Beispielsatz: Mein Gehalt wird jeden Monat auf mein Konto überwiesen.
So, jetzt fragst du dich, Gehalt und Lohn, was ist der Unterschied? Lohn, dieses Wort hatten wir vorhin, das benutzen wir häufig für das Geld, das du pro Stunde bekommst, den Stundenlohn. Gehalt benutzen wir für das, was wir am Ende des Monats bekommen, also das Monatsgehalt. Das Gehalt wird, wie gesagt, jeden Monat auf dein Konto überwiesen. Und ja, es ist das Geld, das du für deine Arbeit bekommst. Ein Gehalt kann auch Boni oder Prämien enthalten. Es kann zum Beispiel eine besondere Prämie für spezielle Leistungen sein oder ein Bonus für extra Verkäufe, die du geleistet hast. Also das Gehalt ist festgelegt, kann aber manchmal auch noch ein bisschen höher werden, gesteigert werden. Mehr zum Thema Gehalt und Lohn und Geld erfährst du, wie gesagt, in meinem Video darüber, wie viel die Deutschen verdienen. Du findest es, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Unser nächstes Wort lautet der Feierabend. Schönes Wort. Der Feierabend. Beispielsatz: Nach Feierabend gehe ich oft mit meinen Freunden ein Bier trinken. Natürlich, es gibt nämlich auch das Wort Feierabendbier. Also ein Bier, das man am Feierabend trinkt. Und besonders im Sommer gehen die Deutschen nach der Arbeit gerne in den Park und trinken ein Feierabendbier. Ein Bier zum Feierabend. Zur Feier des Tages, dass die Arbeit vorbei ist. Feierabend ist eine Zeit zum Entspannen nach der Arbeit, sich ausruhen. Man muss nicht unbedingt feiern, also Party machen. Nein, es reicht schon, wenn man sich entspannt und mit anderen Leuten sich ein bisschen unterhält oder auch alleine den Feierabend genießt, zum Beispiel mit einer Netflix-Serie oder mit einem Video von Learn German with Falk natürlich. Unser nächstes Wort lautet Schichtarbeit. Die Schichtarbeit. Beispielsatz: In der Schichtarbeit muss ich manchmal nachts arbeiten. Also Schichtarbeit. Schichtarbeit bedeutet, dass man zu unterschiedlichen Zeiten arbeitet. Zum Beispiel morgens, abends oder nachts. Schichtarbeit ist oft in Krankenhäusern, in Fabriken oder bei der Polizei nötig, damit der Betrieb rund um die Uhr funktioniert. Die Polizei, die Krankenhäuser, die müssen natürlich auch nachts arbeiten. Sie können da nicht Feierabend machen und deshalb gibt es einen Schichtdienst. Es gibt eine Frühschicht am Morgen zum Beispiel oder wie gesagt auch eine Nachtschicht, also eine Arbeitszeit in der Nacht. Musst du in einer Schicht arbeiten? Ich hoffe nicht, denn ich glaube, das ist sehr, sehr anstrengend. Das wäre für mich, glaube ich, zu anstrengend. Unser letztes Wort, fast geschafft. Unser letztes Wort lautet die Fortbildung. Die Fortbildung. Beispielsatz: Ich mache eine Fortbildung, um mehr über Computerprogramme zu lernen. Also eine Fortbildung ist eine Weiterbildung, die man macht, um neue Fähigkeiten zu lernen oder bestehende Fähigkeiten, also Fähigkeiten, die man jetzt hat, zu verbessern. Fortbildungen sind wichtig, um im Beruf immer auf dem neuesten Stand, also up to date zu sein und sich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu lernen. Also Fortbildungen ganz, ganz wichtig,
Nicht in allen Firmen gibt es Fortbildungen, leider, das ist sehr schade, aber viele bieten eine Fortbildung an und ich habe früher auch schon Fortbildungen gemacht und es waren oft sehr gute Erfahrungen und ich konnte viel Neues lernen. Also, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, du hast ein paar neue Wörter gelernt, wichtige Wörter zum Thema Beruf. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren könntest. Klicke dazu einfach auf den Abonnieren-Button unter dem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!